Hallo Leute, es ist Valentinstag in Korea und eine interessante Sache ist, dass Männer in Korea am Valentinstag keine Geschenke den Frauen geben. Ja, eine Merkwürdigkeit in Korea ist tatsächlich, dass der Valentinstag einfach anders gefeiert wird als bei uns. Wir sind ja eher dran gewöhnt, gerade als Frauen auch eher Geschenke zu bekommen oder zumindest so einen Austausch von Geschenken zu machen und nicht nur, dass wir Sachen verschenken, sondern dass es halt ausgewogen ist. Ist in Korea aber gar nicht so. In Korea bereiten tatsächlich an Valentinstag eher die Frauen den Männern etwas vor. Also ja, man geht vielleicht immer noch zusammen aus und so weiter, aber irgendwelche Schokolade oder sowas bekommen halt nur die Männer. Also falls ihr euch denkt, gerade als Frau, warum kriege ich denn kein Geschenk? Also als Frau kriegt man tatsächlich ein Geschenk einen Monat später, weil einen Monat später gibt es den sogenannten White Day. Also am 14. März findet in Korea der White Day statt und dann ist es genau andersrum. Das heißt, die Männer schenken den Frauen was. Häufig, ich glaube, traditionellerweise sind das meistens so Bonbons, kann aber natürlich auch mehr sein, auch Blumen oder irgendwie eine Halskette oder sowas, also irgendwelche Geschenke auch. Also falls ihr eine Frau seid, dann wundert euch nicht, wenn ihr am Valentinstag kein Geschenk bekommt zum Valentinstag. Oder wenn ihr ein Mann seid, dann wisst Bescheid, dass ihr ein Geschenk erwarten könnt, aber keins geben müsst. Können tut ihr trotzdem. Also es ist halt nicht sehr üblich. Dafür solltet ihr dann aber am White Day irgendwas vorbereiten. Generell sind Pärchenfeiertage so ein Riesending in Korea. Koreaner feiern nicht so wie wir 1 Monat, 2 Monate, 6 Monate Beziehung, sondern sie zählen die Tage. Das heißt, sie feiern häufig auch 100 Tage, 200 Tage, 300 Tage und so weiter und so fort. 1000 Tage. Also nicht unbedingt nach Monaten und Jahren, so wie wir, sondern eher nach Tagen. Es gibt auch sogar extra Apps, die dann eure Tage zählen, also wie viel ihr dann zusammen wart. Ich frage mich auch ein bisschen, ob das noch aus der Zeit geht, weil es zum Beispiel für Kinder, wenn Kinder geboren werden und Geburtstag haben, in Korea werden zum Beispiel auch die ersten 100 Tage eines Kindes gefeiert. Vielleicht ist das auch irgendwie daran geknüpft. Wäre eigentlich mal interessant zu wissen, wo das herkommt. Aber gerade wenn man jünger ist, glaube ich, so Teenies oder ja, so in den Zwanzigern, aber auch später eigentlich, feiern Koreaner gerne Pärchenfeiertage und zwar nicht nur Valentinstag. Diese 100 Tage, am 11.11. gibt es den Pepero Day, also dieser länglichen Stangen, die halt mit Schokolade sind. Und dann gibt es in so vielen Geschmacksrichtungen. Es gibt ja auch mit schwarzer Schokolade, mit weißer Schokolade. Ich glaube nicht nur mit Schokolade. Und dann gab es sogar sozusagen einen Gegenfeiertag dazu. Es gibt auch den sogenannten Karetok Day. Also Karetok sind so lange Tok, also lange Reiskuchen. Und das war, glaube ich, so ein bisschen die Gegenbewegung dazu. Zurück zum Thema Pärchen. Da gibt es in Korea halt sehr viele Sachen. Es gibt Partnerkleidung. Also ich sehe hier auch nicht nur tatsächlich das gleiche Outfit, aber manchmal werden auch einfach nur die Farben angepasst. Also manchmal ist es tatsächlich gleicher Pulli, gleicher vielleicht Rock oder Hose. Manchmal sind es einfach nur Jacken, gleiche Jacken zum Beispiel oder einfach nur die gleichen Schuhe. Oder man passt auch einfach nur die Kleiderfarbe aneinander an, ne? Dass beide vielleicht komplett unterschiedliche Sachen tragen, aber zum Beispiel das Oberteil die gleiche Farbe hat. Es gibt auch Läden, die tatsächlich Partnerkleidung verkaufen. Also ich sehe hier öfter, dass Leute wirklich nicht nur irgendwie Teenager, sondern auch Leute in ihren Zwanzigern locker auch mal Pärchenkleidung tragen. Ich sehe sowas eher seltener bei verheirateten Paaren. Also ich glaube, wenn man verheiratet ist, dann lässt das wahrscheinlich nach. Ja. Ansonsten holen sich Pärchen auch, ja, wie so ein Freundschaftsring, Beziehungsring. Also das ist auch eher so ein übliches Ding. Ich weiß nicht genau, ab wann das so üblich ist. Das machen auch nicht alle Paare, aber ich habe halt öfter gesehen, dass es welche machen. Ist auch öfter mal so, dass die Leute gerade für so größere Feiertage wie 500 Tage zusammen sein oder 1000 Tage zusammen sein, auch vielleicht mal eine Reise unternehmen. Also so eine kurze Reise, keine Ahnung, auf Jeju oder sowas oder woanders hin.
vielleicht übers Wochenende meistens nur, weil man hat ja nicht so viele freie Tage. Ich hoffe, euch hat dieser kurze Ausflug in die Pärchenwelt von Korea, Valentinstag, White Day, Geschenke und wie überhaupt so Pärcheninteraktionen in Korea sind, gefallen. Und schreibt doch mal, was euch so überrascht hat, oder vielleicht kennt ihr ja noch andere Infos dazu. Und wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare oder Fragen generell über Korea. Ich freue mich darüber und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!